Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd und im heutigen Video unterhalten wir uns über das Thema der Intonation. Mehr wie immer nach dem Intro. Danke, Tobias. Wenn die Intonation sozusagen nicht richtig ist, ja, dann kann das einfach mehrere Ursachen haben. Das kann die Ursache haben, dass zum Beispiel das Instrument bautechnisch nicht in Ordnung ist, sprich ein Saitenlog zu hoch ist, weil zum Beispiel ein Hals sich ein bisschen gesetzt hat oder. Dann gibt es natürlich einen Punkt, wenn ich halt die Saiten niederdrucke und ich muss dafür einen großen Weg nehmen, ja, dann kann es sein, dass es falsch klingt. Ja. Wenn beim Instrument die Mensur, sprich das Verhältnis zwischen der Halsmensur und der Deckenmensur nicht stimmt, dann ist es in der ersten und zweiten Lage noch nicht das wirkliche Problem, aber sobald ich sozusagen dann in die Lagen aufrutsche, dann spiele ich natürlich falsch, weil das Verhältnis nicht stimmt. Das heißt, das ist was schon wichtig ist. Ja? Und dann gibt es einen Punkt, das ist der, auf den ich eigentlich sozusagen wirklich zu sprechen kommen will. Wann hört man es genau, dass was richtig oder falsch ist? Immer nur dann, wenn ich nur Obertöne habe und das Instrument sozusagen jeden Ton gut hörbar bringt. Also habe ich ein Instrument, wo ich das nicht so genau sagen kann und die Frequenzen zum Beispiel auch tiefer sind bei einem Cello oder so. Und ich habe zum Beispiel noch einen Bogen drauf, der einen sehr diffusen Klang bringt. Ja? Dann kann ein Musiker zwar aufgrund der Erfahrung ein Stöd erwischen, aber er hört es selber nicht genau und weiß auch nicht, wie er das korrigieren soll. Das heißt, wenn es ums Falschspielen und Richtigspielen geht, ist sagen wir mal, ein nebulös oder ein dumpf klingendes Instrument nicht sehr vorteilhaft, weil der Musiker gar nicht in der Lage ist, dass er sich das richtig antrainiert. Ja? Und das nächste ist dann noch das, wenn ich heute ein Instrument habe, das jetzt von guten Leuten gespielt worden ist, über sagen wir, sogar Jahrhunderte, dann ist dem Instrument ja schon beigebracht worden, dass es bei bestimmten Frequenzen gut funktioniert. Das sind in Wirklichkeit halt dann bald alle Halbtöne. Ja? Wenn es nicht exakt tut, ist das Stöh, dann weiß das Instrument auch nicht genau, was es tun soll. Ja? Also, der Irrglaube, der herrscht, wenn jetzt falsch gespielt wird, dass da zu wenig geübt worden ist und, das ist möglicherweise einer der Punkte, aber in Wirklichkeit ist es so, dass es Instrumente gibt, die das gar nicht erlauben, dass man präzis übt, weil es der Musiker einfach selber nicht hören kann, weil das nicht so klar ist. Ja? Vergleichbar ist es, wenn du halt nicht scharf oder gut siehst, dann kannst zwar irgendwie schon erkennen auf die Distanz, da ist jemand, aber du musst dann schon hinrennen, bald bis mit der Nase ausstoßt, dass du weißt, wer es ist. Ja? Ein Brüllen hilft da zeitweise. Dann kann man es auch wirklich klar sehen und klar erkennen. Erkennen tut man das beim Instrument dann sofort, ob das diese Fähigkeiten hat. Ja? Wenn man es jetzt zum Beispiel einmal angreift und man spielt es oder man zupft es einmal an. Und meistens geht ihm ein langes Sustain, eine leichte Ansprache, ein Obertonreichtum, das sind alles Qualitätsmerkmale, die in der Regel kombiniert auftreten. Ja? Jetzt kommen wir zu dem Thema von so kleinen Instrumenten, von so Schülerinstrumenten. Wenn die das natürlich von Anfang an im Prinzip schon mitkriegen, wie was richtig ist und richtig klingt, wenn ich halt eine Oktav greife, dass die Saiten drüber oder drunter mitschwingen. Ja? Dann ist das was eine Selbstverständlichkeit ist, dass die auch von der Intonation her richtig spielen. Ja? Beim schlechten Instrument, das nicht wirklich funktioniert, da kann man das nicht lernen. Das heißt, man kann es zwar üben, bis man blöd wird im Kopf,
aber das Ergebnis bleibt aus, weil du nie wirklich weißt, ob es passt. Wenn ich halt ein Messgerät habe, wie zum Beispiel einen Messschieber, und der hat eine gewisse Ungenauigkeit, dann ist jede Messung ein Glücksspiel. Es kann passen oder nicht. Ja? Deswegen zahlt es sich aus, wenn man sozusagen entweder ein gescheites Instrument hat, das von vornherein diese Fähigkeiten bietet, oder dass man es so adaptiert, dass es genau dann eben ermöglicht ist, sauber zu spielen. Gibt es natürlich jetzt einen kleinen Nachteil auch noch dazu. Wenn ich heute schon ein Leben lang im Prinzip jetzt auf was Nebulösem spiele, wo nicht genau erkennbar oder hörbar ist, was das für ein Ton ist, und ich habe dann auf einmal, ich sage jetzt einmal, sagen wir mal ein Tuning, dann kann es passieren, dass man schnell hört, dass man nicht richtig spielt, dass es nicht sauber ist oder dass es einfach auch falsch ist. Ja? Die Musiker haben aber diese fantastische Eigenschaft, dass sie in Wirklichkeit ganz schnell korrigieren. Ja? Und das ist eine Fähigkeit, die ist natürlich auch zwingend notwendig. Die können allerdings nur korrigieren, wenn sie auch wirklich wissen, in welche Richtung sie korrigieren, weil sie es hören. Ja? Wenn man ein Instrument spielt, das also gescheit eingespielt ist und das funktioniert, dann man spürt das auch, ob das richtig schwingt oder ob da irgendeine unerwünschten Schwebungen oder was auftreten. Ja? Das war's fürs heutige Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, die Musiker kennen im Normalfall gar nichts dafür. Es sind Instrumente, die nicht adäquat sind und es liegt auch nicht am Üben. Schleimer! Nein, das ist in vielen Fällen ist es wirklich so. Ja, ich weiß ja. Auf alle Fälle, ja, wenn ihr da Ideen, Anregungen, Beschwerden oder sonst was habt oder andere Ansichten. Oder gar eigene Erfahrungen. Ja, das hat ihr in keinen Kommentar reinschreiben, ich spiele auch falsch, weil das ist ja auch blöd. Nein, ich meine nur, mein Instrument funktioniert auch nicht. Also, Eh klar. dann schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns natürlich über, ja, wisst ihr schon. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Viert euch! Und denke immer dran, ich muss es untertiteln. Also red nicht zu lang, bitte. Okay, Kurzvariante. Wenn die Leute falsch spielen, liegt es auf keinen Fall daran, dass sie nicht geübt haben. Es liegt nur an... Ja, jetzt hast du mir Instrumente schon drüber gegeben dafür, dass es falsch spielt, nicht? Nein, das spielt ja nicht falsch. Also. Das habe ich nur deswegen gemacht, weil genau dann, wenn ich es anzupft, braucht man pur keine Untertitel machen. Ich danke dir, Pietro. Ja, da sind wir heute auf Bella Italia. Was der Kasi mir dann sagt, er irgendwie Perfetto. Dann sage ich, das heißt Perfetto. Mit 2 T. Ja, da ist kein K oder kein C dabei. Jetzt sagt er schon Perfetto und ich, neuerdings Italiener. Naja, Perfetto ist halt auch mehr so dieses deutsche Italienisch. Perfetto. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, die muss man halt einfach wissen. Ja, was die. Aber dafür sind ja wir da. Ja, wir Wir sind bestellen- gekommen, um zu helfen. Das heißt, die klatschen, wenn die kann loslegen. Ja, klatschen war cool. Kühlschrank ist andraht. Nein. Gott sei Dank denkt einer mit. Ja, wenn ich nicht alles selber mache. Es war auf 7 Auftrag. Naja, es kann sein, dass es ein bisschen kühler wird. Ja, es ist uns nie. Aber jetzt haben wir länger Zeit, bis es dann anfängt, alles selber anzutauen. Und schon eine Idee, was. Ja, Okay. ja, überlegen wir auch Sachen. Okay. Und was ist die Message? Die Message ist ganz klar, wenn ihr Kinder kriegen wollt, überlegt euch das gut, es zahlt sich aus, hier in der Viertelstunde spazieren gehen. Eine Viertelstunde ist hoch angelegt, ne? Aber gut. Man übertreibt gern. Da schauen sie leider am Bauern an, der da eine halbe Stunde, ich frage mich, wie geht das? Alles nicht echt. Du hast alles gespielt, Ja, sicher. ich klatsche jetzt einmal. Hast du nicht? Ja. Ja, mach. Ist es umsonst, wenn ich klatsche, oder was? Und du lässt mich wie ein Depp da klatschen? Klatsch einfach mal. So ein Sauber. Wie ein Afferl, wie du gerade interessiert hast. Ja. Schau her, hast du das gehört? Das spürst nämlich auch bei guten Instrumenten, ohne Scherz, wenn du das in der Hand hältst und du redest, spürst du die Schwingungen.
Oder wenn man angeschrien wird. Aber prinzipiell spürt man es.